Sie haben vielleicht von Thomas Hobbes gehört. Thomas Hobbes ist derjenige, der die Idee hatte, dass die Bürger sozusagen um des lieben Friedens willen ihre Befugnisse an den Staat abtreten, in dem Fall verkörpert durch den König. Der Leviathan ist dann sozusagen derjenige, der aus allen besteht und den Frieden im Land sichert. Das geht nach Hobbes nur mit dem Gewaltmonopol. So weit, so gut. Das Problem dabei ist, dass wenn der Staat diesen Bereich verlässt, der Friedenssicherung durchs Gewaltmonopol, und das Gewaltmonopol dafür benutzt, politische Ziele zu verfolgen, also zum Beispiel Umverteilung oder bestimmte Verbote oder bestimmte Gebote zu erlassen, das sind immer nur die Ziele einer bestimmten Gruppe von Leuten. Das sind niemals die Ziele von allen. An einem friedlichen Zusammenleben sind wirklich alle interessiert. Da hat der Leviathan seine Berechtigung. In dem Moment, wo er dieses Gewaltmonopol aber nutzt, und die Versuchung ist immer da wird er diese Macht missbrauchen zugunsten von denen, die, ob sie eine Mehrheit haben oder sonst wie an die Macht gekommen sind, die das Sagen haben. Das bedeutet aber, dass der Einzelne dann noch viel mehr der Gewalt der anderen ausgeliefert ist als im Naturzustand, wo er nach Hobbes der Kampf aller gegen alle, ja, und dann kommt der Staat und schafft den Frieden. Jetzt ist der Staat mit seinem Gewaltmonopol da und es gibt wieder einen Kampf aller gegen alle, einen Bürgerkrieg, wo jeder versucht, seine Regelungen in die Politik einzubringen, und die Politik setzt es dann durch gegen den Willen derjenigen, die sich dann nicht mal dagegen wehren dürfen. Das heißt, es geht ihnen eigentlich sogar noch schlechter als im Naturzustand, weil da konnten sie sich wenigstens zur Wehr setzen oder mit anderen zusammentun. Und deshalb sind schon vor langer Zeit viele Denker auf die Idee gekommen, dass der Staat eigentlich wirklich nur Sicherheit für Leiblegen und Eigentum gewährleisten soll, weil alle anderen Sachen immer parteiisch sind. Die sind immer Parteinahme zugunsten einer bestimmten Gruppe und zulasten einer anderen. Das hat David Hume erkannt, das hat Ludwig von Mises erkannt, das hat Humboldt erkannt, das hat auch Ludwig Erhard gesagt. Der meinte, der Staat soll Schiedsrichter sein, er soll nicht selbst mitspielen. Aber warum wird auf diese Leute nicht gehört? Weil es so attraktiv ist, seine Probleme von der Politik lösen zu lassen. Und das passiert nun mal auch. Politik zu machen heißt, Partei zu ergreifen und die Wünsche einiger zum Maßstab für alle zu machen. Und zwar, das darf man nicht vergessen, notfalls mit Gewalt. Kann das legitim sein? Ist eine freie Privatstadt etwas für Sie? Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Die Teilnahme ist freiwillig, die Teilnahmebedingungen sind vorher bekannt. Gute Ideen brauchen keinen Zwang.